Hallo, herzlich willkommen zum vierten Teil des Pinball 3D-Tutorials mit Unity. Mein Name ist Sebastian. Am Anfang kurz der Hinweis, das ist hier eine Serie. Wenn du Lust hast mitzumachen und bei Teil 1 anzufangen, habe ich dir die Playlist in der Beschreibung verlinkt. Wir sind schon im Teil 4 und haben schon einiges geschafft. Schauen wir uns kurz an, um was es heute geht. Heute kümmern wir uns darum, dass wir feststellen, wo sich der Ball gerade befindet, ob er im Aus ist oder im Abschussbereich oder im Spiel zum Beispiel. Wir werden die Punkte anzeigen und die Leben des Spielers und feststellen, ob das Spiel schon beendet ist. Hauptsächlich befassen wir uns mit den Klassen Ball Presence und Wii. Bevor es losgeht, nochmal die Bitte, wenn du diesen Kanal regelmäßig schaust, belohne meine Arbeit bitte mit einem Abo, nur so kann mein Kanal wachsen. Ich danke dir dafür. Ich habe in diesem Teil drei kleine Sachen vorbereitet. Zuerst habe ich etwas aufgeräumt. Das musst du nicht unbedingt machen, aber ein bisschen Ordnung ist schon nicht schlecht für den Überblick. Also ich habe unsere Game-Objekte, die wir gemacht haben, bereits ein bisschen sortiert in verschiedene Bereiche, zum Beispiel die Bumper alle in Bumper und so weiter. Dann habe ich zwei leere Game-Objekte erzeugt, Shoot Area und Out Area, und denen jeweils einen Box Collider zugeordnet. Also bei Out Area sind es zwei und bei Shoot Area einer. Die Collider dienen also dazu, festzustellen, ob sich der Ball im Aus befindet oder im Abschussbereich oder eben außerhalb. Damit zum Beispiel sowas hier nicht geht, dass ich also nochmal eine Kraft hinzufügen kann, obwohl der Ball schon nicht mehr im Abschussbereich ist. Du brauchst dann also ein Skript, Ball Presence Area habe ich das genannt. Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier zuerst einen Event on Area Change. Dieser übergibt den jeweiligen Ball State, also für den Bereich, den der Ball gerade betritt. Der Ball State zur Erinnerung ist hier im Pinball Controller definiert. Dann haben wir in der Komponente einstellbar das Enter Area, also der Bereich, in den der Ball eintritt. Und je nachdem, ob Enter oder Exit, wird der Event gefeuert und der jeweilige Ball State zurückgegeben. Beim Verlassen dann eben Ball State None. Um jetzt dafür zu sorgen, dass der Ball nur noch im Abschussbereich gefeuert werden kann, müssen wir den Event natürlich nutzen. Ich denke, der Ball State sollte im Pinball Controller verwaltet werden. Wir melden also dort auf den Event an und machen uns eine entsprechende Set-Methode. Und natürlich abmelden nicht vergessen. In der Methode setzen wir Current Ball State und können auch schon feststellen, wenn der Ball im Aus ist. Wir rufen also die entsprechende Methode auf, die ich hier schon gemacht habe, und starten eine neue Runde oder beenden das Spiel, je nachdem, wie viel Leben noch zur Verfügung stehen. Und wenn wir beenden, dann müssen wir natürlich die Werte zurücksetzen. Das habe ich hier in der Reset Game Values Methode noch gemacht. Dann natürlich das Highscore Window. Das müssen wir anzeigen. Testen wir das Ganze mal. Wir müssen den Area Game Objekten natürlich erst das Skript geben und einstellen. Dann testen wir das Ganze mal. Also schon mal gut, dass hier unten Set State Shoot Position steht. Also das funktioniert schon mal. Jetzt schieße ich mal ein bisschen und versuche nachzuschießen, aber das geht noch. Also da müssen wir noch mal gucken. Jetzt schauen wir mal, ob das Aus auch kommt. Und ja, also das Aus kommt auch. Ja, und das ist hier ein Fehler im Ball Spawner und das hier kann natürlich kein Und sein, das muss ein Oder sein. Und jetzt sieht es gut aus. Jetzt klappt das. Als nächstes würde ich mal die Punkte und Leben anzeigen wollen. Wir brauchen dazu zwei Canvas. Ich mache das mal hier in UI rein. Ich nenne das GUI und darin zwei Panel mit jeweils zwei Texten. Ich nehme hier mal TextMesh Pro. Wichtig ist hier noch, dass du das Canvas richtig einstellst. Also wir wollen hier nicht Screen Space Overlay, sondern wir wollen Wordspace. Und da brauchen wir natürlich die Kamera, die Main-Kamera. Und jetzt musst du natürlich das Ganze entsprechend an die richtige Stelle bringen. Dazu musst du die Position am besten erstmal hier auf die Mitte, also Anchor in die Mitte setzen.
und dann die Größe entsprechend einstellen, dass es also ins Spiel passt von dem Panel. Ich mache das Panel hier mal schwarz, damit man es besser sieht. Und der Text muss natürlich auch angepasst werden von der Größe her. Und am besten den Text also im Panel hier mittig ausrichten und die Größe vielleicht noch ein bisschen anpassen. Und dann das Ganze natürlich noch drehen entsprechend, so dass es dann hier auf diesem Bild irgendwo erscheint. Und die Position richtig anordnen. Und den obersten Text für den Score, den würde ich ein bisschen kleiner machen. Dann den Score nach oben. Und jetzt würde ich noch die Farbe einstellen und den Text richtig beschriften. Ich würde dir empfehlen, also aus diesem Panel mit den beiden Texten jetzt ein Prefab zu machen. Das heißt, wir ziehen das in unserem Prefab-Ordner. Das wäre dann hier ein Panel. Und dann das Ganze einfach duplizieren, Steuerung D und entsprechend anpassen. Ich habe das jetzt erstmal so angeordnet, aber man kann das also sicher noch ein bisschen schöner machen. Kümmern wir uns erstmal darum, dass es funktioniert und dass der Score und die Leben angezeigt werden. Wir brauchen also jetzt das GUI-Skript. Dort haben wir zwei öffentliche Methoden, die jeweils die Texte von Lives und Score setzen. Natürlich müssen wir die jetzt noch im Pinball-Controller nutzen. Wir brauchen erstmal die Referenz auf das Skript. Und dann rufen wir die jeweiligen GUI-Methoden auf. Also hier in NetScore erstmal GUI Set Score. Und dann müssen wir gucken, wo setzen wir Lives am besten. Am besten wohl hier oben Play. Also dann, wenn es losgeht. Jetzt brauchen wir nur noch GUI, dieses Skript zufügen. Also ich würde das Canvas GUI dafür nehmen und dann die Texte zuweisen. Falls nötig, kannst du ja die Kamera noch ein bisschen besser einstellen. Ich muss das hier, weil bei mir teilweise das nicht zu sehen war. Also das Leben wird erstmal gesetzt, das passt. Der Score sieht auch gut aus, passt auch. Was aber jetzt hier noch nicht geht, ist, dass der Ball wieder zurückkommt. Also dass der wieder neu gespawnt wird und das Leben runtergezählt wird. Da müssen wir nochmal gucken. Also schauen wir mal, wo das gemacht wird. Hier, der Ball ist aus. Wenn das Leben größer als 0 ist, also ungleich 0, dann sind wir hier bei Play. Also da wurde es neu gestartet. Aber was nicht ist, der Ball State, der wird nicht auf None gesetzt. Das heißt, der ist ja noch out, weil er im Out gelandet ist. Wir müssen ihn also hier neu auf None setzen. Okay, jetzt sieht es gut aus, wurde runtergezählt und der Ball ist auch wieder da. Und wir können auch neu schießen. Punkte wurden auch gezählt. Also, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und am Ende wird auch das Fenster neu angezeigt. Da steht jetzt zwar hier hinten noch Lives ist 1, das müsste man auch vielleicht machen, wäre besser. Aber wir kriegen das Highscore-Fenster und können auch Play drücken und das wird wieder zurückgesetzt. Also das passt alles. Gut, also dann beim nächsten Mal, das wird dann der vorletzte Teil sein, kümmern wir uns um die Sprach- und Soundausgabe, also um Soundeffekte, Anfeuerungsrufe, um den Spieler zu motivieren und Musik natürlich. Also bis dahin, ich freue mich über dein Like und bis zum nächsten Mal. Und wenn du noch kein Abo hast, dann würde mir das sehr helfen, um gesehen zu werden und zu wachsen. Dafür danke ich dir sehr. Dankeschön.